Vernichtung, Zerstörung, Katastrophe. Conspirare. Conspirare. Conspira. Conspire avec la loi. Konspirieren. Zusammenhauchen. Zusammenbinden. Einmütig zusammenhauchen. Einmütig mit den Gesetzen im Einklang zusammenhauchen. Einmütig mit den Gesetzen im Einklang zusammenhauchen, sich verschwören. Sich mit den Gesetzen im Einklang zusammen verschwören. Sich zusammen verschwören. Sich verschwören.
Sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn das Risiko einer globalen Katastrophe in einem beliebigen Jahr sehr klein ist, addieren sich die Risiken und so wird die Katastrophe in den nächsten 1000 oder 10.000 Jahren nahezu sicher eintreten. Wir sollten uns bis dahin in den Weltall und zu anderen Sternen gerettet haben, damit die Menschheit einer globalen Katastrophe nicht zugrunde geht. So endet die Welt. Echte künstliche Intelligenz wird sich schneller entwickeln als wir und sich dann der Menschheit entledigen. Oder die Menschheit verdoppelt sich wie bisher alle 40 Jahre. Dann werden wir im Jahr 2600 Schulter an Schulter stehen. Stromverbrauch wird den Planeten zu einem heißen roten Glühen bringen. Die Wut kommt vor der Apokalypse. So endet die Welt. Nostradamus hat für 2018 vorhergesagt, dass es zu einem Streit zwischen Ost und West kommt und dass es zu einer intensiven radioaktiven Sonnenstrahlung kommt. Mathieu Jean-Marc Joseph Rodrigue hat ausgerechnet, dass der Antichrist für 42 Monate regiert, dann noch 666 Tage vergehen und die Welt deshalb am 24. Juni 2018 untergeht. Das sind nur noch 76 Tage. So endet die Welt. Am 5. Februar 2040 kollidiert der Asteroid 2011 AG5 mit der Erde. Wenn Sie nach 1955 geboren sind, haben Sie eine gute Chance, die Kollision zu erleben. Sie haben noch 7.972 Tage bis zum Ende der Welt, wie wir sie kennen. So endet die Welt. Oder vielleicht auch 6,5 Milliarden Jahre, dann stirbt die Sonne. So endet die Welt. Sie fragen nicht zum Zeitpunkt der Stunde, wann wird sie kommen? Wie kommst du dazu, davon zu sprechen und genaue Angaben zu machen? Bei dem Herrn wird sie schließlich enden. Er allein weiß über den Zeitpunkt Bescheid. So endet die Welt. Ich sehe einen großen Krieg. Ich sehe Millionen Menschen zugrunde gehen, aufgrund einer Logik, die deshalb entmenscht ist, weil sie die Bedürfnisse der von den Menschen produzierten Verhältnisse wichtiger nimmt als die Bedürfnisse der Menschen selbst. Die Bedürfnisse der Verhältnisse sind komplex, die der Menschen simpel. Liegt darin das Problem? So endet die Welt. Und es folgen Blitze, Stimmen und Donner. Es entsteht ein gewaltiges Erdbeben, wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. Die große Stadt bricht in 3 Teile auseinander und die Städte der Völker stürzen ein. Alle Inseln verschwinden und es gibt keine Berge mehr. Und gewaltige Hagelbrocken, zentnerschwer, stürzen vom Himmel auf die Menschen herab. So endet die Welt. Schon ein kleiner Vulkanausbruch kann zu lokal begrenzten Veränderungen des Klimas führen. Irgendwann kommt es zu vielen gleichzeitigen Ausbrüchen. Die Ausbrüche wirbeln riesige Mengen Asche und Staub in die Luft, die das Klima beeinflussen und Pflanzen und Tiere töten. Staub und Asche verdunkeln den Himmel. Ohne Sonnenlicht sterben die Pflanzen und mit ihnen die Pflanzenfresser. Die Fleischfresser leben noch eine Weile von Aas. So endet die Welt. Zwischen Verlangen und Zuckung, zwischen Vermögen und Leibhaftigkeit, zwischen Wesen und Abstieg fällt der Schatten. So endet die Welt. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem leisen Wimmern.
Schon Herbst. Mit der rechten Hand Ruderbewegungen nach vorne. Aber warum? Dunkle, kratzige Stimme. Aber mit der rechten Hand Blättern. Aber warum? Einer ewigen Sonnennacht, Raumer. Mit beiden Händen in Hüfthöhe über die Erde fühlen. Wenn wir beschäftigt sind mit der Entdeckung der göttlichen Klarheit, fern der Menschen. Hohe Stimme nachmachen. Die Hinsterben über den Wechsel der Jahreszeit. Handflächen von dir wegzeigen. Herbst! Unsere Barke, aufgerichtet in den unbeweglichen Nebel. Augenbrauen hochgezogen. Wendet sich gegen den Hafen des Elends, zu gewalttätigen... Zur gewaltigen Stadt unter einem Himmel. Hohe Stimme nachmachen. Augen ausfallen lassen. Der befleckt ist mit Feuer und Schmutz. Ach, die verfaulten... Mit beiden Händen Zeichen geben. Die verfaulten Lumpen. Das vom Regen aufgeweichte Brot. Tief sprechen, du weißt es besser. Die Trunkenheit. Mit der rechten Hand Zeigefinger und Daumen zusammenlegen. Die 1000 Lieben. Die Beide Hände vor der Brust halten. die mich gekreuzigt haben. Hinterfragen. Wird sie denn niemals vergehen? Die leichenfresserische Königin? Beide Hände nach rechts. Beide Hände nach links. Handflächen von dir weg. Von Millionen toter Seelen und Leiber, die einst gerichtet werden. Ich erblicke mich wieder. Die Haut zerfressen von Schmutz und Pest. Das Haar Froschlich sprechen. und die Achselhöhlen voller Würmer und stets noch größere Würmer am Herzen. Beide Arme willkommen heißend aufgebreitet. Hingestreckt unter den Unbekannten, ohne Alter, ohne Gefühl. Ich hätte dort sterben können. Von rechts nach links drehen. Marktschreierisch. Schreckliche Vorstellungen. Ich verfluche das Elend. Ich fürchte den Winter, weil die Jahreszeit der Behaglichkeit ist. Vielen Dank. Zunge rausstrecken. Gehässig lachen. Zunge wieder rein. Mit den Händen wild gestikulieren. Geräusche. Gegenwärtig lasse ich mich so sehr wie möglich verlumpen. Warum? Abschließend Kreis drehen. Ich will Dichter sein und ich arbeite daran, mich zum Seher zu machen. Sie verstehen? Wieder nach vorne. Natürlich. ungläubig. Die Hände Gar in die nicht. Stellen. Und wackeln. Und ich kann es Ihnen kaum erklären. Hände wie greifend vors Gesicht halten. Es geht darum, durch die Verwirrung aller Sinne im Unbekannten Ängstlich. anzukommen. Die Leiden sind gewaltig. Mit der rechten Aber Hand man wie muss- mit einem Tennisball in der Hand gestikulieren. Stark sein, als Dichter geboren sein. Und ich habe mich als Dichter erkannt. Das ist ganz gar nicht mein Fehler. Pause. Schielen. Weiter. Und das Gesicht verziehen. Wie gefährlich. Das ist falsch zu sagen. Wieder schielen. Pause. Hände falten. Man müsste sagen, Weiter. ich werde gedacht. Nach links und rechts schauen. Wieder nach vorne. Verzeihen Sie das Wortspiel. Hände aufeinander falten. Pause. Hört ihr? Weiter. Ich ist ein anderer. Etwas greifen mit der rechten Hand. Umso schlimmer für das, Geräusche. umso schlimmer für das Hals. Hände entspannt. Hände Wenn es entspannt. sich jetzt geil wieder Pause.
Lippen zusammengepresst. Mit der linken Hand ans Kinn fassen, den Mund abwischen. Über die Atemschloten über das Rechten, wovon Sie nicht das Geringste verstehen. Also ist der Dichter wahrhaftig der Dieb des Feuers, der ist belogen mit der Mundwinkel hochgezogen. den Tieren sogar. Mit dem Kopf vor und zurück. Er muss Herausfordernd. einen Führer. Vielen Dank. Kopfschütteln. Langsam und kratzig sprechen. Akademiker. Nach rechts und nach links gucken. Sehr Toter nachdenklich dabei. als ein Fossil, um ein Wörterbuch zu verfassen. Langsam. In welcher Sprache? Erschreckt nach vorne gucken. Immer, Angst machen mit der Stimme. wenn Schwächlinge sich darauf verlegten, über den ersten Buchstaben nachzudenken, wie rasch können sie da in Wahnsinn verfallen? Diese Sprache wir von Seelen zu Seelen Hände geben falten. und alles zusammenfassen. Was bisschen sprechen. Düfte, Mit der rechten Hand vor den Mund und dann wieder Farben, runter. den Und Gedanken, aufmachen. der sich Gedanken anhaftet und ihn nach sich zieht. So legte der Dichter das Maß Unterstellend. Unbekannten fest, das in seiner Zeit in der universellen Seele erwacht. Mit der rechten Körperhälfte nach vorne gucken. Er gebe mehr als die Formel seines Gedankens, Pause. Verschwörerisch. als die Aufzeichnung seines Weges zum Fortschritt. Stoppen mit der Stimme. Nachdenkliche Pausen. Damit den Körper auch stoppen. Und weiter. Wenn das Enorme zur Norm wird und von allen aufgenommen, wird er wahrhaftig zum Vervielfachen des Fortschritts. Diese Zukunft Ruhig und nachdrücklich. wird Warm. materialistisch sein. Sie werden sehen. Stets Ausatmen. voller Maß und Harmonie werden diese Gedichte geschaffen werden, Den Körper nach vorne gucken. um zu dauern. Im Grunde Aufhören. wäre das immer noch ein wenig griechische Dichtung. Die ewige Kunst Stirn zusammenfalten. hätte ihre Funktionen. Stirn. Vielen Dank.
für Apokalypse. C für Konspirare. K für Katastrophe. Für die Katastrophe bitte in diese Ecke. Zum Konspirieren dürfen Sie zu mir kommen, in diese Ecke. Die Apokalypse findet hier statt. Kommen wir vor. Sie dürfen auch die Ecken wechseln, wenn Sie möchten. Jetzt ist noch Zeit, die Ecke zu wechseln. Als die Apokalypse vielleicht zu heftig ist. Genau. Aber geknüpft da gar nicht. Sehr gut. Okay, komm ruhig ein bisschen rum, dann bin ich so in einer Ecke. Sehr schön. Ja, ich habe dieses Paket bekommen von unserem Regiehausbekannten und das wird jetzt öffnen. Offenbaren. Apokalyptisch auspacken. Das ist ganz gut verpackt. Ein bisschen auch mit Tesafilm hier. Aber es geht ganz gut ab alles. Agentur für Arbeit, ja. Das ist Künstlervermittlung. Das ist ja nicht so ein netter Gruß. Okay, also gut. Ich werde es jetzt öffnen. Ich werde das jetzt apokalyptisch offenbaren. Euch und mir. Aufkleber. Und dann unten die Abgrenzung macht. Hier ist nochmal ein bisschen einfacher die Schmetterlingskatastrophe. Also ich finde, wir sind schon hier sehr fortgeschritten, das finde ich großartig. Und dann gibt es ja auch noch die ganz simple Erklärung, was die mathematische Katastrophentheorie eigentlich ist. Sie beschäftigt sich mit unstetigen, sprunghaften Veränderungen kontinuierlicher, dynamischer Systeme und diese können, auch wenn sie unter bestimmten Voraussetzungen einen stabilen Zustand anstreben, bei Änderungen der Parameter sprunghafte, nicht stetische, diskontinuierliche Änderungen der Lösungen erfahren. Das ist ganz klar. Also, so geht es mir auch. Und dann findet sie Anwendung und Erweiterungen unter anderem in der modernen Physik und Ökonomie, aber auch in der Linguistik und in der Psychologie und war deshalb auf diesen Gebieten in den 1970er Jahren als eine unmittelbar anwendbare, qualitative mathematische Methode sehr beliebt. Besonders aktiv war dabei der englische Mathematiker Eric Christopher Seaman. Jetzt schnell melden. Wenn Sie heute nach Hause kommen oder vielleicht jemand auf ein Getränk treffen oder auch morgen von dieser Performance erzählen, dann können Sie berichten, dass Sie in einer großen Gruppe konspiriert haben, dass Sie jetzt Teil einer Konspiration sind. So if you were meeting somebody tonight tomorrow for a drink and you want to tell them something about the performance, you can
tell them that you were part of, or that you're now part of a conspire together. Und mit diesem kleinen Geheimnis lasse ich Sie wieder in den Abend. Probieren Sie gerne noch mal ein bisschen mit den Gähnen. Das ist ein ganz schöner Test. So können Sie auch in kleine Konspirationen treten mit Ihrem Umfeld. Maybe keep the yawning. Start small conspiracy with people next to you. And please also feel free to walk around during the performance. Ihr dürft gerne rumlaufen, auch während der Performance. Ihr müsst euch nicht an einem Ort mehr aufhalten. Sehr schön. And have fun. Say
Lasst eure Taschen einfach stehen, schneller. Beeilt euch. Schneller. Los, macht schon. We have been talking enough of how to deal with these final minutes. Today it doesn't matter where you live or how much money you have. We are all about to face the same fate. It's the same moment. Come here. Look. New sprinklers. Enemies. Run. Faster, faster, keep running. Overmatched and outnumbered, our defeat was all but certain. Heavenly God, creator of heaven and earth, have mercy on my soul. Oh my God, I'm fired. Oh my God, is it possible? It is him? No. This is much older. Ah, holy shit. Lay down. Run. He's going under. He's diving. Ah, desperate mission, our final destination. A hope that vanished. Glauben Sie wirklich, die Welt geht heute Nachmittag unter? Ja, genau 3 Minuten und 5 Sekunden. Every single person that you and I knows dead. Dead. There's no God. There's no God. The end of the world, the end of the dream. I want to see the negative one. You seeing this? There's some kind of disturbance here. Davis, what is that? What are you seeing? What the hell? I know what it is. It is the apocalypse, meine Puppe. That's really close. That's really, really close, man. Could we see something from the roof? Maybe. Want to go to the roof? Let's see if we can see something. Yeah, let's go. We should. It was shaking everywhere. It was on the news. Oh my God, shit. Go, 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 go. All we have is
die letzten Bestellungen, Bogdan, get back here. I'm not going to heaven without you. I want to hold you back from going to heaven. Once the recruits reach Wonderland, get them ready for the immediate deployment. Yes, sir. Alles auf diesem Planeten ist dazu montiert, Menschen zu töten. It is our time, the sun setting and the magic rises. Wir mit der Jugend der Climate Change, die von einem Team und mit späteren Präsidenten an der Safarov konstruierte Bombe, wog 27 Tonnen, war 8 Meter lang und macht 2 Meter Durchmesser. Sie war 3-stufig konstruiert und für eine Sprengkraft von 100 Megatonnen ausgelegt. Für den Test wurde auf die Hälfte der Sprengkraft verzichtet, um die radioaktive Belastung um 97% zu reduzieren, indem das 238er Uran des Mantels der dritten und möglicherweise auch der zweiten Stufe durchgesetzt wurde. Mit Uranummantelung hätte die Explosion dieser Bombe die weltweite radioaktive Belastung durch Tschernobyl-Tests um etwa 25% erhöht. Eine technische Herausforderung war auch die Herstellung des Fallschirms, der die Bombe nach Abwurf trug. Die Bombe wog 27 Tonnen, war 8 Meter lang und macht 2 Meter im Durchmesser. Eine technische Herausforderung war auch die Herstellung des Fallschirms, der die Bombe nach dem Abwurf trug. Die Sprengkraft der Zarbombe betrug je nach Quelle 50 bis 60 Megatonnen, womit sie rund 4000 so stark war wie die Hiroshima-Bombe in Gebäude, etwa 3 bis 4 Mal so stark wie Castle Bravo, der stärkste Kernwaffentest der USA. Die Zerstörungswirkung der Zarbombe über eine Nacht von Paris. Die Zone der totalen Zerstörung umfasst einen Radius von 35 Kilometern. Der Feuerball einen Radius von 3,5 Kilometern.
also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Also tot, dead. Also wie sagt man, also nicht nur 1, 2, 3, sondern also eigentlich war, wie sagt man, also nicht nur 1, also es war gut. Die ehemalige It was good. sind jetzt noch als Ägypten Also es war Essen, Food. Wie sagt man, also nicht nur Essen, nicht nur offensichtlich. angebaut, aufgebaut hat, noch lange nicht entladen. Die restliche Spannung hat sich auf dem kompletten Globus an den Plattengrenzen weitergetragen, bis die Weltkugel so unter Spannung stand, dass sie bei einem schlussendlichen Ruck von 23,5 Grad in ihrer Achse auf 67 Grad verschoben wurde. Durch die neue Position im Sonnensystem gab es eine viel höhere Sonneneinstrahlung. Dadurch sind die Eiskappen innerhalb von 2 Stunden geschmolzen und die Gräben, die sich an den Plattengrenzen entwickelt haben und die plötzlich zusätzlichen Wassermassen haben ganz neue Landschaften gebildet. Menschen, Tiere, Pflanzen mussten sich natürlich erstmal und eine Maske zu schwimmen und zu tauchen. Und dann kam aber was passiert eigentlich mit den Kartoffeln, die eigentlich nicht Vor einem Jahr war ein ganzes Dorf ausgelöscht worden, Kleinmachnow bei Berlin. Weil das ganze Dorf sich angesteckt hatte durch den antibiotikaresistenten Keim im See. Es gab dann die Verschwörungstheorien, dass das irgendwas zu tun haben würde mit dem nahenden Wahlkampf oder mit irgendwelchen Geldern für den Flughafen oder was auch immer. Aber das ist ziemlicher Blödsinn. Ich glaube, es hätte überall passieren können. Also es hätte hier passieren können, es hätte nicht passieren können. Naja. Ich tauchte also und als ich wieder auftauchte, stand alles in Flammen. Der Seukat-Mitarbeiter stand in Flammen, die Bäume um den See standen in Flammen, die Felder standen in Flammen und die Straßen waren aufgebrochen. Irgendwie schaffte ich es ins nächste Dorf, da fiel ich um, weil ich Hunger hatte, vor Schock oder was auch immer. Dann kam der Tag und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, also nach einigen Stunden, nach 2 Tagen oder was auch immer, wachte ich also wieder auf mit extremen Magenkrämpfen und total trockenen, kaputten Lippen und suchte nach Essen in den Trümmern der mittlerweile lauwarm gewordenen Häuser. Fand aber nichts, außer einer verkohlten Hand. Und die biss ich dann noch rein. Die schmeckte aber gar nicht und ich musste mich ergeben, übergeben, erbrechen.
erbrechen. Er braucht mich vor mich und vor mir tat sich eine Bodenluke auf durch den Magenschleim, freigelegt. Ich kratzte alles zur Seite und machte die Bodenluke auf, stieg 3 Treppenstufen runter und stand in einer Vorratskammer voller Konserven und stach in eine der Konserven und trank den Saft der eingelegten Tomaten. Dann gab es immer weniger Lust, im Hier und Jetzt zu sein. Es hat sich sowieso schon alles nur noch auf eins konzentriert. Everything was just one single being, either by themselves or in a big group. Und auch die Sprache hatte keine Worte mehr für Pluralität. The language was, we didn't have plural anymore. Also alle, all words of importance für Plural. Und dann gab es ein Selbstmord, die Endzeitbildung, der Verunsicherung. Suicide in the house. Und die jetzt waren, die zu einer Maschine verknüpft waren, das Geschenk für uns, für den Herrn, den Geburt,
1932
765 nach Christus. 33. Christus bis 27. Oktober 1992. 7 astronomische Ursachen. Eine außerirdische Ursache. 1864 nach Christus. 1874 nach Christus. 24 christliche, göttliche Ursachen. 70. Mitternacht 1910 nach Christus. 1914 nach Christus. 2 menschliche Ursachen. 1925 nach Christus. 1953 nach Christus. 1957 nach Christus. Eine Naturkatastrophe. 1960 nach Christus. 1962 nach Christus. 18 Wechsel. 1973 nach Christus. 1975 14 Mal Machtausspielungen. 8 Mal Zahlenspiele. 6 Halluzinationen, Visionen, Wahrsagen. 2 Massenexportgrundlagen. 1 Opfergrundlage. 1 Mordgrundlage. 28. Oktober 1992. 14 Mal astrologische Ursachen von Wechsel. 5 außerirdische Ursachen. 18 christliche, göttliche Ursachen.